Stell dir mal vor, du versuchst, so eine gewaltige 4K-Videodatei auf deinem Laptop zu speichern. Ja, das dauert ewig. Genau. Aber deine Festplatte ist restlos voll. Also, was passiert? Der Cursor verwandelt sich in diesen kleinen, unerbittlich rotierenden Ball. Oh ja, der berühmte Beachball of Death. Richtig. Das System friert ein. Nichts geht mehr. Und in so einem Moment würdest du ja niemals auf die Idee kommen, den Computer anzuschreien, oder? Nee, absolut nicht. Oder ihm irgendwie, weißt du, moralisches Versagen vorzuwerfen. Du würdest einfach Daten löschen und Platz schaffen. Logisch. Doch wenn unser eigenes Gehirn nachmittags um 14 Uhr einfriert, also nachdem wir 80 E-Mails gelesen haben, einen Podcast auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört und 3 nahtlos aneinandergrenzende Videokonferenzen hinter uns gebracht haben, ja, der ganz normale Wahnsinn halt. Genau. Und dann werten wir das plötzlich als persönliche Schwäche. Wir trinken dann den 3. Espresso und zwingen das System weiterzulaufen. Was natürlich völliger Quatsch ist, biologisch gesehen. Eben. Und damit hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben hier ja dieses Format, in dem wir uns tief in faszinierende Quellen eingraben und die wichtigsten Erkenntnisse für dich herausfiltern. Ganz genau. Heute nehmen wir das Tempo mal drastisch heraus. Wir haben eine Quelle mitgebracht, ein kurzes, fast schon poetisches, aber extrem dichtes Transkript aus einem Video des YouTube-Kanals Josef Stöckel. Sehr spannend. Ja, absolut. Es geht um das Konzept der Nachmittagsrast und diese Philosophie des Think Slower. Das Ziel heute ist wirklich zu entschlüsseln, warum unsere Vorstellung von Produktivität uns eigentlich kollektiv an die Wand fährt. Ja, und der Text liefert da ein paar richtig harte Wahrheiten. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Text steigt direkt mit einer Behauptung ein, die unser modernes Dilemma perfekt einkreist. Da heißt es, Zitat, das Gehirn ist keine SSD, es braucht die Pause nach der Flut. Ein so starker Satz? Ja, aber lass mich hier direkt mal den Advocatus Diaboli spielen, weil wir leben nun einmal im Informationszeitalter. Das stimmt, ja. Diese Flut, von der der Text spricht, das ist doch nicht einfach ein Wasserhahn, den wir zudrehen können. Wenn ich mich dem verweigere, verliere ich doch sofort den Anschluss, oder? Das ist die Angst, die wir alle haben. Genau. Also ist es nicht einfach eine evolutionäre Notwendigkeit heute, dass wir lernen müssen, wie Maschinen zu funktionieren. Das Faszinierende daran ist, dass dieser Versuch, also die menschliche Biologie durch schiere Willenskraft an unsere digitale Infrastruktur anzupassen, das ist genau der Grund für unsere kollektive Erschöpfung. Okay. Wir unterliegen hier einem massiven Kategorienfehler. Eine SSD-Festplatte legt Daten passiv ab. Nullen und Einsen werden auf den Flash-Speicher geschrieben, fertig. Ja, Drag and Drop, Sache erledigt. Richtig. Das menschliche Gehirn hingegen ist kein passiver Speicher. Es ist ein aktiver Synthesizer. Wenn wir Informationen aufnehmen, passiert das Begreifen eigentlich erst zeitverzögert. Echt? Das heißt, im Moment des Lesens lerne ich eigentlich noch gar nicht richtig. Genau. In der Neurowissenschaft spricht man da vom Default Mode Network. Das ist quasi das Ruhezustandsnetzwerk unseres Gehirns. Und dieses Netzwerk wird paradoxerweise genau dann hochgefahren, wenn wir aufhören, uns auf Aufgaben zu konzentrieren. Ah, krass. Also wenn ich einfach aus dem Fenster schaue. Ja, exakt dann. In diesen Momenten der vermeintlichen Inaktivität fängt das Gehirn erst an, die neuen Infos aus dem Kurzzeitgedächtnis mit bestehenden Erfahrungen zu verknüpfen. Es erkennt Muster und, das ist wichtig, sortiert irrelevante Details aus. Wenn wir diese Synthese dann nicht zulassen, entsteht wahrscheinlich das, was wir heute alle als Brain Fog kennen, oder? Also diese kognitive Überlastung. 100%ig, ja. Ich stelle mir das irgendwie vor wie so ein Sortierzentrum bei der Post. Oh, guter Vergleich. Der Vormittag ist die Zeit, in der ununterbrochen diese LKWs an die Laderampe fahren und Pakete abwerfen. Das ist unser Input. Die Flut, genau. Ja, die Flut. Wenn diese LKWs aber niemals aufhören fortzufahren, dann werden die armen Mitarbeiter in dem Zentrum irgendwann einfach unter den Paketen begraben. Ja. Sie brauchen doch zwingend diesen einen Moment, in dem sich die Rolltore schließen, damit sie die Pakete sortieren und an die richtigen Adressen im Gehirn weiterleiten können. Ein sehr treffendes Bild. Und das Hauptproblem unserer modernen Arbeitsweise ist, dass wir diese Rolltore einfach niemals schließen. Wahnsinn, ja. Wir betrachten die reine Anlieferung der Pakete schon als Arbeit. Aber solange die Pakete nur auf einem Haufen in der Halle liegen, haben die keinen Wert. Wir wissen dann zwar unheimlich viele Dinge,
aber wir verstehen die Zusammenhänge überhaupt nicht. Das ist eigentlich total erschreckend, wenn man mal darüber nachdenkt. Absolut. Ohne das Schließen der Rolltore blockiert diese unverarbeitete Informationsflut irgendwann unser komplettes kognitives System. Das wirft dann ja unweigerlich die Frage auf, wann schließen wir diese Tore? Und der Text gibt darauf eine fast schon provokant spezifische Antwort. Mhm. Und hier wird es wirklich interessant. Es heißt da, weniger schaffen, mehr verstehen. Der Nachmittag ist nicht für Taten, er ist für Schatten und für Rast. Ja, das ist eine starke Ansage. Total. Aber hier muss ich massiv einhaken. Wenn wir das mal auf die Realität von so einem durchschnittlichen Büroangestellten übertragen, diese Philosophie, bricht doch sofort in sich zusammen. Wie meinst du das genau? Naja, mein Chef interessiert sich doch nicht für meinen Nachmittagsschatten. Die ganze Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass zwischen 14 und 17 Uhr noch massiv Output generiert wird. Das stimmt, der Druck ist enorm. Wenn ich einfach aufhöre, Taten zu vollbringen, dann verliere ich schlicht meinen Job. Also wie soll dieser Schatten in der echten Welt existieren? Okay, ich verstehe das Problem. Aber es geht bei dieser Metapher des Schattens nicht zwingend darum, den Kopf auf den Schreibtisch zu legen und 2 Stunden zu schlafen. Schade eigentlich. Ja, leider. Der Schatten beschreibt vielmehr einen psychologischen Zustand. Es ist eine bewusste Verschiebung der inneren Haltung. Okay, erklär mal. Das grelle Sonnenlicht des Vormittags steht für Akquise, für dieses aggressive Abarbeiten, das ständige Reagieren auf äußere Reize. Da stehst du im Scheinwerferlicht der Leistung. Der LKW lädt Pakete ab. Exakt. Der Rückzug in den Schatten am Nachmittag bedeutet dann, die Natur der eigenen Tätigkeit zu verändern. Du wechselst von der Informationsaufnahme in die Informationsverarbeitung. Ah, verstehe. Der Text betont ja dieses Prinzip Think slower, also slower, nicht faster. Wenn du am Nachmittag komplexe Probleme lösen musst, bringt es null, die Taktung zu erhöhen. Wenn ich im Postzentrum anfange, hektischer zu sortieren, fallen mir die Pakete runter. Richtig, du produzierst nur Fehler. Der Schatten ist der Raum, in dem man sich erlaubt, einen Text vielleicht zweimal zu lesen. Oder einen Gedanken mal ungestört zu Ende zu denken. Oder, und das ist völlig okay, einfach mal 5 Minuten aus dem Fenster zu schauen, bevor man eine Entscheidung trifft. Es ist also eher eine Abkehr vom blinden Aktionismus. Ganz genau. Anstatt noch 20 unwichtige E-Mails zu beantworten, nur um so ein Gefühl von Produktivität zu simulieren, widmet man sich einer einzigen Sache mit tiefem Fokus. Und vor allem halt mit einer reduzierten inneren Drehzahl. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Die innere Drehzahl muss runter. Das bringt eine sehr interessante Nebenwirkung mit sich, die der Text im nächsten Satz beschreibt. Wenn wir in diesen Schatten treten, verändert sich die Wahrnehmung der Realität. Da steht, die Liste schrumpft, der Tag wird weit, keine Jagd nach der verlorenen Zeit. Das ist fast mein Lieblingssatz aus dem Transkript. Ich kenne diesen Moment tatsächlich, wenn die Liste schrumpft. Aber ehrlich gesagt führt das bei mir meistens zu einer Art Horror-Vakui, also dieser Angst vor der Leere. Oh, das kenne ich auch. Ja, oder? Wenn ich sehe, dass ich eigentlich mit den Kernaufgaben durch bin und noch, keine Ahnung, eine Stunde Zeit habe, dann gerate ich fast in Panik. Ich erfinde sofort neue Aufgaben, um das Vakuum zu füllen. Man will nicht untätig wirken. Genau. Wir scheinen es gar nicht mehr aushalten zu können, wenn der Tag tatsächlich mal weit wird. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist das ein zentrales Symptom unserer Zeit. Der moderne Mensch leidet ja unter so einer chronischen Zeitarmut. Und wir reagieren darauf mit einem fatalen Paradoxon. Wir versuchen, Zeit zu gewinnen, indem wir uns beeilen. Ja, wir optimieren jeden Handbegriff, Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit, Essen, während man arbeitet, schuldig im Sinne der Anklage, by the way. Wir alle. Aber die psychologische Forschung zur Zeitwahrnehmung zeigt uns, dass exakt das Gegenteil passiert. Wenn wir durch den Tag hetzen und unser Gehirn permanent mit diesen Reizen überfluten, komprimiert sich unser subjektives Zeitempfinden. Das heißt, der Tag fühlt sich kürzer an. Ja, weil das Gehirn diese hektischen, gleichförmigen Phasen gar nicht als differenzierte Erinnerungen abspeichert. Die Zeit rast uns sprichwörtlich durch die Finger. Das ist wie bei so einer Fahrt auf der Autobahn. Wie meinst du? Naja, wenn links und rechts nur die Leitplanken an dir vorbeirauschen, verschwimmt alles zu so einem grauen Tunnel. Du hast am Ende der Fahrt keine Ahnung mehr, wie die letzten 100 Kilometer vergangen sind. Exakt das. Und um diese Zeitkompression zu durchbrechen, müssen wir anhalten.
Das ist genau dieses Weitwerden des Tages, von dem die Quelle da spricht. Einfach mal runter vom Gas. Ja, wenn wir aufhören zu hetzen, wenn wir uns diesem Vakuum stellen, auch wenn es sich am Anfang unbequem anfühlt, dann zwingen wir unser Gehirn raus aus dem Autopiloten. Man spürt dann wahrscheinlich erstmal die eigene Unruhe extrem, oder? Richtig, man ist mit sich selbst konfrontiert. Aber nur in dieser Leere, in diesem bewussten Erleben des Augenblicks, fängt die Zeit an, sich wieder auszudehnen. Du entkommst dieser Jagd nach der verlorenen Zeit nicht durch schnelleres Laufen, Sondern durch Stehenbleiben. nur durch das bewusste Stehenbleiben. Okay, aber um dieses Stehenbleiben überhaupt ertragen zu können, formuliert die Quelle eine knallharte Bedingung. Und ich finde, hier verlässt der Text so diese sanfte Poesie und wird fast schon philosophisch streng. Ja, der Ton ändert sich hier ein bisschen. Er sagt, Zitat, ein langer Atem in der Brust, verzichten lernen ist jetzt Pflicht, die Welt dreht sich auch ohne mich. Ein harter Cut, ne? Total. Also was bedeutet das alles für uns? Ich stolpere da massiv über diesen Begriff der Pflicht. Warum ist es eine Pflicht, das Verzichten zu lernen? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dieser Satz, die Welt dreht sich auch ohne mich, der fühlt sich für das moderne Ego an wie so ein direkter Angriff. Das ist er auch. Wir ziehen doch unseren gesamten Selbstwert aus der Vorstellung, dass wir absolut unverzichtbar sind. Dass das ganze Projekt sofort scheitert, wenn wir nicht bis 20 Uhr auf Slack erreichbar sind. Da berührst du wirklich den absoluten Wundenpunkt unserer Arbeitskultur. Produktivität ist für uns zu einer Art säkulären Religion geworden. Wow, ja. Wir haben uns da selbst ins Zentrum von unserem kleinen Universum gestellt und man muss das so hart sagen, wir leiden unter einem enormen Produktivitätsnarzissmus. Produktivitätsnarzissmus ist ein fantastischer Begriff. Ja, wir glauben wirklich, wir seien Atlas, der das ganze Firmament auf seinen Schultern trägt. Und wenn du in diesem Glaubenssatz gefangen bist, dann ist der Gedanke an eine echte Pause tatsächlich bedrohlich. Weil die Pause beweisen würde, dass man gar nicht so wichtig ist, wie man immer getan hat? Exakt. Die Welt geht eben nicht unter. Und deshalb spricht der Autor hier von einer Pflicht zum Verzicht. Es ist die Pflicht, diese egozentrische Illusion endlich aufzugeben. Okay, das leuchtet ein. Weißt du, wer glaubt, unersetzlich zu sein, der steht permanent unter Hochspannung. Das sympathische Nervensystem pumpt pausenlos Adrenalin und Cortisol in den Körper, weil jede noch so kleine E-Mail als absolute Überlebensfrage deklariert wird. Das bedeutet dann ja im Umkehrschluss, dass Stress gar nicht primär durch das reine Volumen an Arbeit entsteht, sondern durch unsere maßlose Überschätzung unserer eigenen Bedeutung in diesem ganzen Prozess. Ganz genau. Und erst wenn man diesen anfänglichen Schmerz der eigenen, Bedeutungslosigkeit mal akzeptiert hat, dann entfaltet sich diese enorme psychologische Befreiung, die daran liegt. Man lässt quasi mental los. Ja. Wenn die Welt sich tatsächlich auch ohne mich weiterdreht, dann muss ich sie ja nicht mehr krampfhaft festhalten. Ich darf meine Arme einfach mal sinken lassen. Und das ist dann dieser lange Atem in der Brust, der da beschrieben wird. Richtig. Der wird erst möglich, wenn die physische und mentale Anspannung abfällt. Wahre Erholung erfordert eine radikale Demut. Wahnsinn. Ein unglaublicher Perspektivwechsel. Man muss das eigene Ego ablegen, um überhaupt mal richtig atmen zu können. Ja, so ist es. Das bringt uns jetzt aber zu einer sehr praktischen Herausforderung, die dann auch im klimatistischen Abschluss dieses Textes behandelt wird. Okay. Weil wir haben jetzt verstanden, wie wichtig dieser Rückzug in den Schatten ist. Wir haben das Ego zurückgeschraubt, wir atmen tief durch. Aber wenn wir dann aus unserem Bürofenster schauen, ist die äußere Realität ja immer noch unverändert chaotisch. Die Anforderungen verschwinden ja nicht einfach. Das stimmt. Die Welt bleibt laut. Und der Text fasst das in extrem drastischen Worten zusammen. Er sagt, alles brennt, alles hetzt. Ich bin nicht jetzt. Ich warte ab. Ich mache Halt. Think slower. Ja. Dieser Kontrast ist doch enorm. Draußen herrscht sprichwörtlich Feuer und Panik, die Deadlines, diese Krisen, der ständige Alarmismus. Und die Antwort darauf ist so eine stoische, fast radikale Abgrenzung. Ich bin nicht jetzt. Eine bewusste Mauer, ja? Aber ist das nicht auf eine gewisse Art irgendwie ignorant? Also wenn alles brennt, kann ich doch nicht einfach stehen bleiben. Ist das nicht schlicht Realitätsflucht? Es ist eigentlich die höchste Form der Handlungsfähigkeit. Okay, wie das? Erklär das mal. Wir setzen in unserer Gesellschaft Schnelligkeit ganz oft fälschlicherweise mit Kompetenz gleich.
Ja, derjenige, der am schnellsten antwortet, ist der Beste. Genau. Bei uns gilt der als stark, der bei jeder Krise sofort lossprintet. Aber neurologisch betrachtet ist diese sofortige Reaktion oft nichts weiter als ein panischer Reflex. Ah, okay. Die Amygdala, also unser Angstzentrum im Gehirn, übernimmt da die volle Kontrolle. Das rationale Denken wird fast komplett ausgeschaltet. Man rennt dann sprichwörtlich wie ein aufgescheuchtes Huhn umher. Ja. Man gießt Wasser ins Feuer, weiß aber gar nicht, ob es ein Ölbrand ist. Perfektes Beispiel. Wahre Stärke liegt in Krisensituationen in der Impulskontrolle. Und genau das bedeutet dieses Ich bin nicht jetzt. Man weigert sich schlicht, sich von der Hektik des Moments emotional anstecken zu lassen. Man entkoppelt sich quasi von der Panik der anderen. Richtig. Man bewahrt den eigenen inneren Rhythmus. Das bedeutet also, ich warte ab, ich mache halt, ist gar kein Aufgeben. Nein, überhaupt nicht. Es ist ein bewusster Schutzschild. Man sammelt sich im Schatten, um das Problem überhaupt erst einmal in seiner Gänze zu erfassen, bevor man dann blindlings reagiert. Darin liegt die absolute Essenz von Think Slower. Wenn das Außen im Dauerbrand steht und du unreflektiert in diese Flammen hineinrennst, bist du am Ende nur ein weiteres Opfer des Feuers. Du verbrennst einfach mit. Ja. Der bewusste Stillstand angesichts des Chaos ist der einzige Weg, um später klare, strategisch sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Du rettest dich selbst, um überhaupt in der Lage zu sein, der Welt wieder etwas Konstruktives beizutragen. Wahnsinn. Lass uns diese ganzen Gedanken für einen Moment nochmal verankern. Gerne. Wir sind ja gestartet mit dieser harten, technischen Metapher von unserem abgestürzten Laptop. Und wir haben akzeptiert, dass unser Gehirn eben keine SSD ist, die man einfach endlos beschreiben kann. Sondern ein hochkomplexes Sortierzentrum. Genau. Das zwingend geschlossene Rolltore braucht, um aus diesem Chaos der Pakete überhaupt Sinn zu stiften. Wir haben dann gesehen, dass diese Pause, dieser Schatten des Nachmittags, nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir schlafen müssen, sondern dass wir unsere geistige Haltung ändern. Ein Zurücktreten aus diesem grellen Licht des ständigen Handelns. Ja, und wir haben erkannt, dass der Weg aus der Zeitnot paradoxerweise nicht über mehr Geschwindigkeit führt, sondern über das Aushalten dieser Leere, wodurch der Tag überhaupt erst wieder weit werden kann. Ein enorm wichtiger Punkt. Und dann mussten wir uns der harten Lektion stellen, dass echte Entspannung wirklich voraussetzt, unser eigenes, massives Ego mal vom Thron zu stoßen. Die Welt kommt extrem gut ohne unser permanentes Mikromanagement aus. Ja, das tat weh, aber es ist wahr. Und nur durch diese Demut finden wir die Kraft, uns dem brennenden Jetzt da draußen zu entziehen, Halt zu machen und unseren Rhythmus zu verteidigen. Wunderbar zusammengefasst. Ich möchte dich da draußen einladen, lieber Zuhörer, diese Philosophie morgen einfach mal einem Praxistest zu unterziehen. Wenn das berühmte Nachmittagstief zuschlägt, bekämpfe es nicht. Akzeptiere, dass die Rolltore deines Sortierzentrums jetzt zugehen müssen. Nimm das Tempo raus. Slower, nicht faster. Sehr guter Rat. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, den du vielleicht in diesen Schatten mitnehmen kannst. Der Text, den wir analysiert haben, fokussiert sich ja stark auf uns als Individuen. Er sagt, alles brennt, alles hetzt und rät dir, abzuwarten und für dich selbst Halt zu machen. Aber denk das doch mal einen Schritt weiter, auf unsere gesamte Gesellschaft bezogen. Wir betrachten all diese kollektiven Brände, also den gesellschaftlichen Stress, diese ausufernden Burnout-Raten, die globale Überforderung. Wir betrachten das immer als Probleme, die durch neue Initiativen, noch mehr Meetings und noch mehr hektische Aktivität gelöst werden müssen. Ja, wir tun einfach immer noch mehr vom Gleichen. Genau. Was aber, wenn das ein fundamentaler Irrtum ist? Was, wenn der einzige Weg, die unzähligen Brände unserer ruhelosen Leistungsgesellschaft zu löschen, gar nicht darin besteht, noch schneller mit Wassereimern umherzurennen und uns dabei völlig aufzureiben? Was ist, wenn unser kollektiver, massenhafter und radikaler Stillstand, unsere bewusste Nachmittagsrast, die einzige Methode ist, dem Feuer unserer rastlosen Kultur schlicht und ergreifend den Sauerstoff zu entziehen? Ein faszinierender Gedanke. Denk mal drüber nach. Danke, dass du heute wieder dabei warst bei unserer Analyse und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wir hören uns beim nächsten Deep Dive.